Good morning. Welkom hier to deze Dietsche boodschap. En ik zei het zomaar al, dat als we je beetje dan houden, dan zei ik dat we het van heel niet schon gegaan hebben. Zo'n tjeiler, reinischer, smars is dat als. Thuis blijven met de familie top en je schijnt het frühstück merken en bloß een gemütlich en smars thuis hebben. En checken, waar het buiten koud verreinen doet. Actually, is nog meer wat dat schön gaan. Aber dann habe ich gesagt, aber checken mal, dann wird wir das messen, was wir hier haben. Alle Nubers und alle je Schwester taub, die wird Gott anbeten dann. Dann wird wir dort etwas schlecht gehen, nicht? So wie, was hier sein haben, und so alle gewählt, dass wir wollen hier sein, met de andere Kinder Gottes te blijven, dus dat we weer thuis alleen blijven. Want dat ook weer zou schijn gaan. Zo, ik freue mich dat die gekomen bent. En ik freue mich ook dat ik kan hier zijn. We hadden al fijne weer een aanleiding van Psalm 23. Dat we een vers wat mij gisteren aankomen deed. We hebben thuis voor de venster en voor de deur een kleine Brat an und da sagt er die erste Wieder von Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ich ging jetzt ins Mars rein und das erste Ding sage ich da durch. Dann schauen wir da an, da ist es bloß krank, das ist das, wo läuft ich, dass Gott uns nicht heiden. Er lädt uns durch im Leben, als nicht einmal Leiche warst. Und als von der noch nicht einmal Leiche, aber als wenn ihr zurückkicken, das wo Gott gewasst ist, als nicht einmal ein Leiftool ja heute gewasst, und er hat uns geholfen. Gut, wir haben von denen some Gedanken in der Bibel reinzunehmen. Bevor wir das tun, werden wir mal ein Lied singen. Und die in Dietsche Leiterbuch haben durch. Das ist das. Und werden wir mal eine 131 drehen und singen wir uns ein Lied. Und das Lied heißt An dem Kreuz. Und so, wir reden viel mehr von der Kreuz. En we zijn ook op veel steden Essen kriets aan. Veel mensen hebben een groot ding van om een kriets aan, of die hangen zich dan aan, of iets wat. En daarom van redt het niet. Het redt hier van wat bij den kriets op Golgotha passieren deed aan den kriets, waar Jezus aan hangt deed. En waar we mal dat lied zingen, zijn we dat zijn dat ervan. Es war, dass Jesus starb für mich und bist meine Schuld, dass Gottes Sohn am Kreuz verblich und wundersame Huld. An dem Kreuz bracht der Morgen mir an und das blinde Auge war aufgetan, denn ins Herzen ließ sich dem Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. Trug meine Sünden das Gott mir sein Schmerzensfrei, dann seh ich es am Kreuz stand, was Gottes Liebe sei. An dem Kreuz brach der Morgen mir an und das blinde Auge war aufgetan, denn ins Herzen ließ sich dem Heiland ein. Hosianna, nun ist der Friede mein. Die Schuld mit Tränen heilen kann ich nie gehen, zahlen ab. Hier, Jesu, nimm mich selbst.
So, von was haben wir gesungen? Das sagt, an einem Chor singen wir einmal, dass beim Kreuz, dort wieder Marien Anfang deed. Dat wie een frische Anfang, wat er Anfang deed. Mijn ogen gingen daarop. En daar laat ik den Heiland, Jezus, aan mijn hart aan. En kreeg daar vrede. So dat is wat beim Kreuz passieren deed. Want we zijn doorgewaast. En dat kan van daar aan voor ons passieren. Ik lees bij deze tijd aan Matthäus, aan de Bijbel. En ik vond het een interessante ding wat Jezus zei deed, wat ik wil met jullie meedelen van ons mars. Want je in de Bijbel met gaan, dan blijft dat maar in Matthäus, het 22e kapitel. Er waren wat mensen wat naar Jezus kwamen. En die willen allemaal wat vragen. Die willen allemaal een eind krijgen. We weten, Jezus, wie God zien zijn, hij is God. Van daar ook nog, Jezus is God dood. Jezus is ook niet bloß een Geschichte. Jezus is werkelijk van daar. En hij is God. En de mensen speerden een wasser daarvan. Sommigen namen dat aan en sommigen feiten er heen. Hier weer een woord in Matthäus 22. Als het beschreven wordt geen Jezus weer. En zij kwamen naar Jezus. Zij willen Jezus maar zo'n Geschichte verleihen, dat hij niet wordt weten wat hij nu zal zijn. Dat zij hadden niet een antwoord daarvoor. En nu worden ze dit man, wat ze zich zijn hand stelt, dat God zien zijn. Als God, dan worden ze nu maar wat vragen. Dan worden ze dat maar wijzen, dan worden ze hem maar terugwijzen, waar hij hand hier en daar. Basically, dat is met de aanstelling, wat ik uitneem, wat er weer. Waar we maar lezen, Matthäus 22 kapitel, in de Geschichte, wat we wel niet kijken, vangt im 23. vers aan. En de lied wat hier naar Jezus komt, dat zijn ze wat er nog geleerd werden. Die hadden nog veel verstandnis en die hadden ook veel macht. Ze waren part van de regering im land. En een beetje een commentaar wat we van die kan zijn. Dus de voorsteher, wat allemaal we kan. En die landhandels wat. En zo dat we een geleerde lied, wat er geld hadden en wat er macht en de omgeving hadden. En zij komen naar Jezus met deze Geschichte, want hij zal het niet meer wat zijn. En zij worden zo teruggewiesen. Zo, dat is het. Matthäus 22, 23. En dan, in denzelfden dag, kwamen de Sadduceer, dat is deze lied heiden, die niet daaraan geloven dat de doden opstonden worden, naar Jezus met een vrouw. Zij zeiden, Meester, Moses zei, wanneer een man sterft en nog niet kinderen heeft, dan zal zijn broeder de wetvrouw vrijen en ervoor zorgen dat zijn broeder niet ohne kinderen blijft. So dat wir in some alttestamentliche Gesetzen, wie sie versuchen not zu kommen. Und die vertellen sie die Geschichte so wieder. Nu wären bei uns 7 Brüder. Der erste befreit sich und starb ohne Kinder und leitet früh für seinen Bruder. So fängt er an. Und der zweite kriegt so. Und auch der dritte. So, was sie die alle 7 hatten zu früh gehabt. So eine Geschichte, wir doch wel manche. En ze zegt, nu weer bij ons, en al nu weer zijn früh, wat ze kennen, wat eind van erde weer, wat 7 Brüder, alle hadden te früh gehad, alle hadden niet Kinder gehad, en zo dat is sicherlich nog niet veel meer passiert. En zo nu, we moeten zijn wat ze nu Jezus willen vragen. Dan, vers 27, dan, nu al dem starf ook te früh. Wanneer nu de doden opstonden worden, so, wat zegt het eerste in vers wat we lezen, deze mensen geloofden niet aan dat de doden zullen opstaan. Ze geloven zijn juist dat niet. So, maar nu zeggen ze, Jezus, die best nog om einer wat het geloven dat wisten ze. En so nu worden ze maar wat vragen. So, wanneer dan nu de doden opstonden worden, wanneer het dan nu zo is dat de doden opstaan, dan hebben we deze vraag. Wem zijn nu früh wat zij zijn, wel zij hebben de alle gehad? Dat is de vraag. So, dat maakt niet meer sens dat de doden zullen opstaan. Daar weet zich keiner met. 7 mannen, alle hadden dezelfde früh gehad, alle bevrijd, met alle reichelijk dahergegaan. En so, want ze nu alle worden opstaan, wat van de familie wordt het zijn? Dat maakt niet meer sens dat de doden worden opstaan. En dat ze met de zijn wat ze komen. So, dat, in other words, ze willen het zijn. Dat gaat niet zijn. Dat kan niet meer zijn geven. Dan, aber Jesus sagt, das ist, was Jesus sagt in Vers 29. Je zijn en dit aanrecht, wilt je niet de schrift
auch nicht Gott seine Kraft kennen. Wenn die Toten sich abstoßen, befreien Menschen sich nicht mehr und sind auch nicht befreit. Dann sind die so als der Engel im Himmel. Und vom Tod abstoßen, was das anbelangt, hab je nicht gelesen, was Gott darüber gesagt hat. Ich sehe Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott. Er ist nicht der Tote, aber der Lebende, Gott. Und als die Menschen das hier staunen, sei über seine Lehren. Okay, was ist in dieser Geschichte bauen, was uns von dem was halten wird. Und das ist das, was Jesus sagt. Der Isaac würde je verbiestert sein, sagt er hier. Hat ihr das gehört, was Jesus sagt? Vers 29, wir noch einmal lesen. Aber Jesus sagt, je sind an das erreicht, willst je die Schrift auch nicht Gott seine Kraft kennen. Das ist was ich und du uns verbiestern im Leben. Das wir kennen nicht Gott sein Wort, oder wir kennen nicht Gott seine Kraft, oder beides nicht. Dann verbiestern wir uns. Kijk mal, es ist sehr wichtig, dass ich und du weiten, was Gott uns sagt. Und es ist sehr wichtig, dass ich und du Gott seine Kraft an uns Hort beleben dürfen. Erst sagen wir Leute an dem Kreuz, schon nicht Leute. Und dann sagen wir, oh, das ist ein Kreuz, wie wir nicht kennen, erst wir uns ein Kreuz anhängen, das ist was immer. Aber die Kraft, was an Jesus ist, kennst du das? Die Kraft, was an Gott ist. Jesus sagt, zu diesem Lied, die sind verbiestert, die können es nicht verstehen, diese Geschichte, was die mir verleihen. Und das sei ihr auch gegangen, weil die können nicht, was das Wort Gottes sagt, die können nicht Gott seine Kraft. Deswegen ist das für ihn ein Problem. Wenn die Gott sein Wort kennen, wenn die Gott seine Kraft kennen, dann wird es für ihn kein Trouble sein, diese Geschichte. So, er sagt hier und führt Gott sein Wort. Da sagt er, dass Gott hat gesagt im Alten Testament, ich sehe Abraham und Isaac und Jakob sind Gott. Und damit mit das Wort, wenn wir daran denken, das meint dann, sie leben noch immer. Das meint dann erst eine Auferstehung. Die werden ja lange gestorben, aber Gott sagt, ich sehe der Gott. Wenn die nicht eine Auferstehung wird, dann wird Gott gesagt, ich wir der Gott. Sie haben ein Wort, als so viel Ben. Er sagt, ich wir der Gott oder ich sehe der Gott. Das, was Jesus hier sagt vom Alten Testament, was Gott zu Abraham sagt, wie ich sehe Abraham und Jakob und Isaac Gott. Das meint, sie leben, even wenn sie gestorben sind. Das ist, was der Neue Testament auch gelernt hat. Wir sind gläubige Leute, die was an Jesus glauben, even wenn wir sterben wollen, wir wollen danach lebendig bleiben. Das ist ein Ding, was wir mal verstehen, wenn wir Gott seine Kraft verstehen in sein Wort. Okay? So, meine Frage ist für mich und die von denen, verstehen wir Gott sein Wort, weit wie, was Gott uns sagen hat. Und die andere Frage ist, kennen wir Gott seine Kraft. Weil das Einzige war, wo ich und die kann, an das Leben als ein Christ verlängst gehen, und dort schaffen das, als ein Christ zu leben, das ist, wenn wir Gott weiten, was Gott sein Sein ist, uns gegenüber, und wenn wir weiten, wenn wir seine Kraft beleben an uns Leben. Wir haben noch mal ein paar andere Vers checken. In Philippa, das 3. Kapitel, habe ich in Vers. Und das ist immer interessant, wenn wir diese Vers wollen verlängst checken, wird die ganze Bibel taub stimmen. Und so für alle, die wollen die Bibel studieren, so für alle, wo ihr sein, wird es alle taub passen. Philippa 3, Vers 8, sagt, es steht, das wir Paulus schrieben, zu der Gemeinde in zu der Philippa, hier sagt es steht, Meier ist dort, ich sei all dort an, es Schulden, weil ich dort damit vergleich, wo alle müssen viel wird, mir dort ist, dass ich Christus Jesus aus meinen Herrn kann. Wills ich Christus Gott sei, sei ich dort alle an, als Schulden und als Dreck, und weil mal Christus gewann. Okay, nu müssen wir einigen anhören. Paulus, wie auch ein bisschen eine Sorte ist, was hier in Jesus kam ist. Paulus wie ein bisschen eine Sorte gewesen, wie ein bisschen anders, wie von einer anderen Party wird wir sein, aber ein bisschen eine Sorte, wie er auf Jesus sei gehasst und seine Jünger sei verfolgt. Aber nu sagt er, all das Gutes, all das Recht, all das Feinet, was ich will, das verachte ich nu nicht, weil ich Jesus kennengelernt. Vers 9, ich will en arm zijn en nicht meine eine Gerechtigkeit haben, die durch das Gesetz kämpft.
Ich sieg die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Das ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wenn ich an Jesus glaube. Hör mal. Das ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wenn ich an Jesus glaube. Viel einfacher kann uns das erklärt werden. Paulus sagt, alles Geld, was ich schon mal habe, ist ich von der Ferne wir, von der Recke, von der, was Macht haben, ist ich von der wir, noch einmal, das habe ich nicht hingelassen, nur ist mir einig wichtig. Das ist, dass ich will Jesus seine Gerechtigkeit an mich haben. Ich will an Jesus sein und er an mich, und seine Gerechtigkeit spricht er mir zu, wenn ich an ihn will glauben. Und das so einfach ist das. Ich und du können Jesus annehmen und wir können an ihn glauben und Gott gibt uns seine Gerechtigkeit, solange wir uns glauben an ihn holen. Vers 10. Ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, durch die er vom Tod abstand. Okay, nu denken wir checken hier noch verschiedene Schreiber. Was sagt Jesus hier erst, was hat Matthäus abgeschrieben? Was sagt Jesus zu dieser Lied, was nach ihm kam? Er sagt zu dir, je sind verbiestert, weil je kann nicht Gott sein Wort und je kann auch nicht die Kraft, was Gott hat. Was sagt Paulus hier zu Philippa? Ich will diesen Christus kennenlernen in der Kraft, durch die er vom Tod abstand. Ich will mit seinen Lieden bald Tod bekannt worden und so mit am Tod glücklich worden. Ich möchte dahin kommen, auch vom Tod abzustehen. Okay, so. Das ist das Ding, an was das Christenleben geht. Und das ist, dass wir Gott kennenlernen und dass wir von seiner Kraft spüren an uns. Also wenn wir versuchen, um Gott seine Kraft in ihr scheidet christliche Leben zu führen, das wird sehr, sehr schwer. Ich habe das belebt. Und das belebe ich alle jeden Tag. Wenn wir das nicht tun, wenn wir von Gott anfangen loszulassen, dann fangen wir an schwer zu drehen. Ist das nicht so? Das sind manchmal andere Dinge. Was kommt all am Leben an, was mir schwer drehen? Aber das Paulus sagt nicht, ich will, auf Englisch sagt er, that I may know him and the power of his resurrection. Ich will Jesus selbst kennen in der Kraft von seinem Abstand. Sieh, als Gott Jesus abnahm vom Tod, da wir viel Kraft hängen. Wirst du das kennen, wem vom Tod abweichen? Vielleicht hast du mal nur gehört, was er gestorben ist, und wir dann vielleicht hier haben wollt, wenn wir an gedacht haben. Aber wir würden das gar nicht haben können, so denken wir da gar nicht an. Aber Gott, der kann das. Gott kann den Tod ja, Jesus hat Lazarus abgeweicht vom Tod, dann der Jesus abweichen. Die Kraft, von der Kraft kann ich dir spüren. Weil erst habe ich am Tod gelebt. Wie wir ein Fall von Sinn, wie wir unsere Ehe wir tot. Wir können nicht sein, wir können Gott nicht verstehen. Wir können die Bibel nicht verstehen. Und uit den Tod rauszukommen und ein neues Leben dann wieder Ehe aufgehen, wir können mehr anfangen von Gott zu kennen, wir können mehr anfangen von neues Leben zu spüren, wo wir können besser gehen an das Leben, wo wir können besser leben, nur Gott sein will, nur das ist, was das neues Leben nennt. Und dort brauchen wir Gott seine Kraft. Wir können das versuchen allein, aber das wirklich kann wir das gar nicht vollbringen, weil wir haben nicht die Kraft, wir brauchen Gott seine Kraft. Und die Kraft kriegen wir, wenn wir Jesus annehmen und wenn wir an Jesus glauben. Sieh, was meint das an Jesus glauben? Das meint mehr als bloß im Kopf zu denken, ich glaube an Jesus, das ist so ein Fan, wenn wir das tun. Wenn wir an Jesus glauben, dann nehmen wir alles an über Jesus. Dann glauben wir, dass er lebendig ist. Und wenn Jesus von der lebendig ist, derselbe Jesus, was wir an der Schrift von lesen in alle Wehen, wenn der Jesus lebendig ist, und wir dort glauben, dass der Jesus lebendig ist, hat von der an gerot hat für mich und die, sie das ändert ein Teil Dinge in uns Leben, dass wir auf einmal mit Mut und mit Hoffnung wiedergehen, wenn die Dinge manchmal ganz anders drehen, als einer wird gleichen. Und so, dann das steht, wie wir so ankommen. Weil wir haben ein bisschen Zeit, um ein paar Beispiele zu checken, eine Schrift, wo Menschen von das Beleben leiden. Von Gott sein Wort und von Gott seine Kraft. Und weil wir da überdenken, über die nächsten paar Jahre, was meint das für mich? Wenn ihr nur Apostelgeschichte 9 drehen, Apostelgeschichte 9, das ist die Geschichte von wie Paulus, Charakter Paulus, was das gut geschrieben hat, wo er von dem machtvollen Leben, das gerechte Leben, wo er sich durch den Regen dreht und er anfängt, das erste nach Jesus zu checken. Was da passiert, die Geschichte, die wir uns hier lesen, ist in der Bibel abgeschrieben. Apostelgeschichte 9, und wir lesen die erste paar Verse. Und da sagt es das. Saul aber
Saul, wat manchmal Paulus gesagt, manchmal Saul überschnauft noch immer sich und dreht den Herrn seine Jünger zu morden. Hij ging nun Hohenpriester en vroeg am nu brief an de Judenschulen in Damaskus, dort wann hij door irgendwem op diesen Weg funk, auf Manna oder frühes, hij die dann kan je bungen naar Jerusalem bringen. So, ich habe viel Zielen. Saul ist wie einer, der Power hat. Hij kann wie den Hohenpriester be, und hij ging dem Hohenpriester und der je van krijgt den brief wat hij wil haben. Hij zei, ik wil naar Damaskus, want we een eng te voort, eng te reden, wat allemaal ze gegaan zijn. Dat we weit af. En had eigenlijk niks met hen te doen. Ik wil daar gaan, mannen oder früh is wie immer das is. Die wil ik bing. Kan je het verstaan? Hoe kalt worden een mens moeten zijn, wat denen wat goed genoeg zijn, naar lied te voeren, naar de huis te voeren, en de mama in huis te nemen, en die om ganz anders staat te brengen, om je Gefängnis aanstappen. Plus wenn sie an Jesus geloven. Wem wird dat goed genoeg zijn? Hoe kalt en hoe hard we dan moeten zijn? Dat is alles, wat dit schrijft, wat we hier lassen. Sie, hier hat noch nicht das belebt. Hier werden sie nicht nach Tau. Er lebt eine Distanz, ich habe viel zu hören. So, er hat Macht. Vers 3 hier, und als er auf den Weg wir in Norden in Damaskus kam, scheint mit einmal plötzlich ein Licht vom Himmel über ihm. So, hier fängt die Kraft Gottes an zu kommen. Und er fiel auf die Erde und hier eine Stimme zu ihm sein. Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul frug, Herr, wer bist du? Und der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Worte schwor worden, je in die Stachels zu schlagen. So hier fange ich an, Gott sein Wort zu lernen. Hier fange ich an, von Gott seine Kraft zu lernen. Hier wie ein Wort, hier wie eine Kraft, was er nicht kann. Hier wie gewandt mit einem Schwert zu hasten. Hier wie gewandt mit Menschen, um einen Strang Typ zu bringen. Hier wie gewandt der Web. Das ist, wo er Macht ist. Hier wie auf einmal Wort, was er nicht kontrollieren kann. Hier wie auf einmal eine Macht von Gott, ein Wort von Gott, was er muss verantworten. Und das ist die Stamm wieder sehen, dass wir Gott, Jesus, was er am Reden, das ist, was er sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Nu steh ab und geh an die Stadt nennen, in die, was gesagt worden, was du zu tun hast. Die Männer, die mit am Reisen stunden und hatten nichts zu sagen, sie hielten eine Stamm, aber sahen keinem. Dann stund Saul ab von der Erde, aber als er die Augen aufmüht, kann er nicht sein. Sie überfällt ihn an die Hand und leiden ihn in Damaskus nennen. Und er kann 3 Tage nicht sein und auch nicht eit und trank auch nicht. So wie jetzt die Geschichte wieder. Und jetzt ein bisschen anlauten, was da gerade passieren wird. Aber hier kam Paulus auf einmal ran an Jesus nan. Er ging sein Weg für langsam Leben, ist er dachte, was er reich wird. Auf einmal wie er an Jesus nan. Und wenn die das noch nicht passiert ist, was die glaube ich noch passieren, dass die auf einmal was an Jesus nan kommen. Dann warst du mit am dealen. Er kann mit am dealen. Und Jesus schickt ihm eine Stadt an, aber das ist nicht, was Jesus tut. Er muss nicht die Erde schmieden. Er leitet ihm nicht da. Eine Stadt, da hat er einen anderen Bruder, der hat Ananias, der schickt wieder. Und der kommt noch an und der heilt ihm, mögt seine Augen auf und der tauft ihm. So, der leitet ihm am Glauben an. Aber hier soll es hier auf die Erde liegen. All seine irdische Macht, was er hat, der wie er führt. Er wie nicht bloß allein mit Gott hat. Und das wir sehen hat auf einmal verändern Gott gegenüber. Aber hier hat er Jesus gehasst. Und von hier wieder sagt er das erste nur Jesus. Von hier wieder, alles, was wir von Saulus fing, ist, dass er für Jesus predigen hat. Wo immer er kam, predigt er von Jesus, was er bei hier verhasst und verfolgt hat, von hier wieder predigt er von denen. Und so, was wir in Jesus seine Wert hier zu diesem, was er so hassen hat, was ist Gott sein Wort, was ist Gott seine Kraft? Gott seine Wert sind von Leib, Gott seine Wert sind von Barmherzigkeit, Gott seine Wert sind, steh ab und geh nach der Stadt und dann wirst die gesagt worden, was die sollst tun. So, und das verändert uns. So, wo wir aber Christen sind, beleben, no, das glaube ich nicht. Aber wenn wir mit Gott uns begegnen, dann leben wir, was es von ihm kann. Für wie Jesus kann, dann können wir ihn nicht so reich verstehen. Dann können wir ihn nicht, ich mir schon mal so, kann ich gerade weiten, von was er reden. Er redet immer von Gott, von Jesus, ja, ich kann dir das alle. Was meint er wirklich?
manchmal hassen wir noch die, was mit Jesus in Gemeinschaft stehen. Wir können es nicht verstehen und wir sind aufgänstig, wir gleichen dort nicht. Und dann holen wir uns weg von dort. Aber wenn wir uns einmal zu Jesus haben aufgetan, wenn wir uns einmal zu Jesus haben hingegeben, dann können wir weit wieder auf einmal, sie fair wie nur Gott kommen, dann glauben wir, dass Gott ist ein hoher Gott. Dass wir fallen uns schuldig an gegenüber. Wir glauben, wir wollen ja, dass wir auf eine Hall, das haben sie uns einmal gelehrt. Aber wenn wir einmal wirklich mit Gott kommen, dann einmal, wo wir an, er sagt uns, er gleicht uns, er verjährt uns, er regt uns seine Gnade und er hält uns. So wir brauchen uns wirklich durch Grün für Gott, wenn wir mit einem offenen Herzen ankommen. Und von da wieder, wo wir am dienen, so gut es wir können. Das sind viele Geschichten in der Bibel. Der andere, was wir wollen nur checken, das ist Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, die Geschichte ist von der Früh, wo dann Jesus kam. Zij rande kon Jesus naam. Deze Früh und sehr schweres Leben hinter sich. Sie wir an ein sehr schweres Leben. Nicht bloß, dass sie dort hinter sich hat. Sie wir an ein sehr schweres Leben bin. Wir lesen in Lukas Kapitel 7, Vers 38. Und da sagt es, das hat hier war mit den Pharisäern zu tun. Hier wie ein Pharisäer, das wir so als Saulus wir, der hat Jesus eingeladen aus seinem höchsten Unkas. So, die haben alle Beste gemerkt. Und nu haben sie das Jesus mal durch. Nu werden sie mal sein, was das wir mit. Das ist all die Sorte, was erst noch kam. Das ist all die Sorte, was Paulus wie was, vorher Jesus traf. Nu haben sie Jesus hier. Nu werden sie mal einen Unkas haben mit den Tag. Haben sie den eingeladen. So, da wird ein bisschen das Sortlied, was hier am Dash sagten, das werden von der Sort, nicht? Die haben Macht, die haben gelehrt, das werden die, mit wem einer muss dealen. So, das ist die Gesellschaft, an was Jesus hier näher getroffen. Vers 38 in Lukas 7, sagt, dann lud einer von den Pharisäern an, mit einem Taub zu essen. Und er ging bei den Pharisäern am höchsten an und sah sich Dash. Jesus kam mit allem Taub gleich jeder Mensch ist dort ein Pharisäer ist, oder ist dort ein Saulus ist, oder ist dort diese Früh ist, von der wir hier viel zu worden lesen. Und der steht wie eine Früh, die an Sinnen lebt. Und als die dort antwortet, dass Jesus bei den Pharisäern im Haus am Dash saß, brach sie ein Glas voll Diere Salbwelt, so zum Ansalben, was sie scheinen recken würden. So was ist das. So, sie hing am Stunden, und hield en fang aan met ihre Thronen de feit te waschen, en die met ihre Haar. Zij kus de feit en goud de al doorheen. So, hier in der Früh, hat sehr schweres Leben wieder ban. Und das ist von der auch noch so. Das sind frühes, die leben ein sehr schweres Leben. Haben sehr schweres Leben hinter sich. Von jung an. Und das sind die frühes, das wir. Und wollen wir sein, was Jesus sagt. Sie ging nur seine Feit. Sie wir nicht von dem, was am Dash saß, mit dem feinen Lied. Sie ging mal, Zeit haben sie manchmal ein bisschen am Dash gelegen oder was immer anders wie von der und so, aber immer das kriegen wir. Aber einmal sie können zusammen bei Jesus seine Feit bei. Und was Menschen, die werden irgendjemand Feit an ihr Hass haben. Hey, go hier fort, was bist du hier? Go hier fort, ich kann nichts mit dir tun. Wir müssen sein, was Jesus sagt. Komm, wir ans Thema von der und erst Gott sein Wort zu uns zu lernen und Gott seine Kraft. Und ein klein bisschen checken, was das ist. Wo das Jesus, wenn er mit seiner Früheste zu tun kriegt. Sie, wir wissen nicht diese frühere Geschichte, was das hier war. Als er von jung an al gebruikt worden op een, wat dat passiert veel stehen, dat zei ja schon. Zij had aangewezen, wat dat? Ze leefde aan zinden. Zo eerst had het aangevangen, en hier weer ze. Oké, we hebben maar lezen in vers 39. Als de Pharisäer, die am eingeladen had, dit zag, wat zag hij? Hij zag hier wie een slechte vrouw, een böse vrouw. Wat een zin leeft, dat wisten ze alle. En die hield, over Jesus zijn feit en die wascht zijn. Kijk, deze vrouw die hield, die ging plus schadelijk zijn
fragt, wenn wir mal über Plattdietch reden. So schlecht ist das. Und sie kommen dann nach Jesus. Wir müssen wieder gehen. Der Pharisäer, der ihm eingeladen hat, das sagt, sagt er zu sich selbst. Wenn das Mann ein Prophet wird, dann wird er weiten, wer und was das für eine Sünde früh ist, der am eingeschickt hat. Und Jesus sagt ihm, Simon, ich habe dir dort was zu sagen. Und er sagt ihm, Meister, sei, ein Geldmann hat 2 Männer jährlich. Und wir wollen diese ganze Geschichte, die Titel jetzt vorbei. Jesus redet hier zu diesem Lied, was am eingeladen haben. In Vers 44 sagt Jesus, dann dreht Jesus sich nur die Früh und sagt zu Simon, sitzt du diese Früh, ich komme bei dir im Haus an und du gibst mir nicht Worte und so wie das sagt, hast mir nicht gewaschen, nicht den zwei bedient. Sei haft über mich, der Feit mit ihre Thronen gewaschen und mit ihre Haare auf den Kopf gedreht. Du hast mir keinen Kuss gegeben, aber diese Früh hast von aus eigen Nankeim nicht nur gegeben, meine Feit zu küssen. Du hast mir nicht Öl auf den Kopf gegeben, und diese Früh hast mir scheinreckende Öl über die Feit gegeben und so wie es sagt. Darin sage ich zu dir, sind viel Sinnen vergeben, darin ist ihre Leib so groß. Weil wem mal wenig vergeben ist, dem seine Leib ist so viel weniger. Und Jesus sagt zu Kimmel, wir reden hier von Gott sein Wort, und ich habe uns alle annehmen, nicht bloß für Früh oder bloß für Mann, ich habe uns alle annehmen, kraken und was unsere Geschichte ist, hier was, aber hier. Und Jesus sagt, das zu dieser Früh, und immer wirst gleichen, was Jesus zu dieser Früh sagen, das ist, was er sagt, die sind deine Sünden vergeben. Die mit am Top am Dash starten, fangen dann an, sich selbst zu sagen, wer ist das, der die Sünden vergibt und wie das dort. Dann sagt Jesus zu der Früh, sagt noch ein Ding zu der Früh, du bist durch deinen Glauben gerat, go in Frieden. Wir reden hier von Gott sein Wort kennenlernen und von Gott seine Kraft kennenlernen. Das ist Gott sein Wort. Deine Sünden sind vergeben. Und die Kraft von Gott ist, du kannst von nu wieder gehen, so sagt alles sagt, so sagt, wir hatten hier noch mehr, was ich will verbringen, aber das heißt sagen, dass und von nu wieder, nu kannst du gehen und du bist frei und du brauchst nicht mal an diese Dinge denken, du bist nu ein neuer Mensch, du kannst aufsehen zu mir, ich will dich halten, ich will mit dir top gehen und diese Dinge, die Gedanken, die dich durchdrehen, die brauchst du nicht mehr denken, du kannst frei sein von dort, go am Frieden. Basically, das ist, was Jesus sagt. Deine Sünden sind vergeben. So that alles, das ist, was die Bibel lehrt. Das alles ist von ihm und das ist alle nie geworden. Und ich und du sollen am Frieden wieder gehen. Aber am Frieden wieder leben. Und nicht mehr, als wir haben, aber nicht. Möchte Gott uns segnen. Dankeschön.